Kann ich Warzenschwein, ey. Frisch angezogen, schon der erste Fleck. Naja, gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich zu den ersten Folgen eine Infokarte bringen. Ihr wisst schon, ihr kennt den Drall. So, wir haben aufgehört beim Abenteuer 12 und 11. Ja, nochmal kurzer Rückblick. Die Kriemhild und der Siegfried sind vermählt und sind jetzt nach Hause gegangen. Und jetzt hat der Gunther und die gute Brünnhild wollen sie wiedersehen und haben sie Boten geschickt, damit sie wieder zurück nach Burgunden kommen. Und da knüpfen wir jetzt auch an. 13. Abenteuer, wie Siegfried und Kriemhild nach Worms fuhren. Indes ritt mit den Seinen Siegfried der edle Held, zusamt der hohen Fraue, gar froh durch Wald und Feld, zum Lande der Burgunden, ihr junges Knäbelein, das blieb mit trauten Pflegern, es musste wohl so sein. Es kamen von der Reise dem Knaben Nöte schwer, den Vater und die Mutter, die sah er nimmer mehr. Mit ihnen ritt gar fröhlich auch Siege munter her, hätt er es ahnen können, wie leidvoll es nachher beim Hofgelag erginge, er bliebe weit davon, so jämmerliches Leiden geschah dort seinem Sohn. Als nun der König Gunther den edlen Siegfried sah, und auch Siegmund den König, wie gütig sprach er da: Nun seid mir hoch willkommen, mir und den Freunden mein, wir wollen frohen Mutes ob eurer Reise sein. Gott lohnt es euch, rief Siegmund, der ehrenreiche Mann. Seitdem mein Sohn Herr Siegfried zum Freunde euch gewann, stand es in meinem Sinne, euch selber auch zu sehen. Mich freut es, sprach der Gunther, dass heut es nun geschehen. Mit Ehren ward empfangen der trauten Freunde Schar. Ein jeder bot den Degen gar frohe Grüße dar. Das half mit Rittersitten gern Not und Geisel her. Man bot es edlen Gästen so gütlich nimmermehr. Bald konnt man beieinander die Königinnen schauen. Da sah man leere Sättel und viele schöne Frauen. Es führten kühne Degen die Holden an der Hand, ein züchtiges Verneigen man allenthalben fand. Und Grüßen und auch Küssen von Mägdelein wohlgetan, es sahen gern die Fürsten der ihren freundlich nahen. Drauf säumten sie nicht länger und ritten nach der Stadt. Der König seinen Gästen es wohl zu zeigen bat, dass man sie gerne sehe in der Burgunden Land. Da ward gar manches Puneis vollbracht von Ritterhand. Viel Schilde hört man splittern und Helme vor dem Tor, von Stichen und von Stößen und lange hielt davor Herr Gunther mit den Freunden in frohgemutem Sinn, in guter Kurzweil gingen so schnell die Stunden hin. Man diente ihnen freundlich und ohne allen Hass, und als der Wirt zu Tische mit seinen Gästen saß, da musste Siegfried sitzen, wie er es sonst getan. Es ging mit ihm zu Tische mein stolzer Lehensmann. Es mag, sprach dazu Brünnhild, kein Dienstmann reicher sein, doch war sie ihm gewogen und schaute freundlich drein. Also verging der Abend und deuchte keinen lang. Am Morgen lud zum Dome die Gäste Glockenklang. Den Frauen bracht man Rosse, drauf ritten sie hindann, und mit den Königinnen ritt mancher kühne Mann. Sie stiegen vor dem Münster hernieder auf das Gras, Brünnhilde trug im Herzen noch nicht den grimmen Hass, der ach so bald die Liebe verwandelte in Leid. Sie gingen unter Krone ins Münster ohne Neid. Und nach der frommen Messe auch zogen sie dahin, in Züchten und in Ehren mit frohgemutem Sinn. Zu fröhlichem Gelage die Freunde nicht erlag, bei dieser Hochgezeite bis zu dem 11. Tag. Da sprach Brünnhild die Stolze: Nicht länger schweigt mein Mund. Ich füg es, dass Kriemhilde mir eines noch macht kund, warum uns nun so lange den Zins ihr Mann versagt. Ich kann's ihr nicht erlassen, noch heut wird sie gefragt. So harrte sie der Stunde, die ihr der Teufel riet. Die Freude, ach und Frieden mit langem Leide schied.
Was sie im Herzen hatte, das kam jetzt schlimm zutage, davon in allen Landen man ewig klagen mag. So, die beiden sind angekommen, beziehungsweise die drei sind angekommen. Siegfried, Kriemhild und Siegmund sind angekommen in Burgund und wurden einmal schon begrüßt von Brünnhild und von Gunther. So. Und jetzt kommt's zum eigentlichen Kapitel. Das wird jetzt auch ein bisschen länger. 14. Abenteuer. Wie die Königinnen einander schalten. Es war vor einem Vesper, da hob sich großer Schall, der kam von kühnen Recken und Herrensperren prall. Es pflagen Ritterspiele, die Helden allzumal, es zu schauen kamen die Frauen in den Saal. Es setzten sich zusammen die Königinnen reich und dachten ihrer Männer der Recken ohnegleich. Und so begann Kriemhilde: Ich habe einen Mann, der macht all die Reiche sich leichtlich untertan. Da sprach die Frau Brünnhilde: Wie könnt es das wohl sein? Ja, wenn sonst niemand lebte als du und er allein, dann könnte leicht die Reiche in seinem Dienste stehen. Dieweil jedoch Herr Gunther auch lebt, kann's nicht geschehen. Da sagte Kriemhild wieder: O, sieh nur, wie er steht, wie so hoch und herrlich vor allen Recken geht, so wie der Mond der Lichte vor allen Sternen tut, fürwahr ich darf im Herzen wohl hegen frohem Mut. Drauf sprach die Frau Brünnhilde: Wie hoch und steht dein Mann, wie herrlich und wie nie wieder, er ist doch untertan, dem starken König Gunther, dem edlen Bruder dein, der wird und muß das wisse, der Fürsten besser sein. So wert, versetzte Kriemhild, und teuer ist mein Mann, dass er dies Lob, dies Gute, nicht ohne Grund gewann. Er ist an mancher Ehre von allen andern groß, und ebenwürdig ist er dem König als Genoss. Du sollst mir das, sprach Brünnhild, nicht übel rechnen an. Ich habe meine Rede nicht ohne Grund getan. Ich hört es sagen beide, als ich sie erstmals sah, damals als Gunthers Willen bei meinem Spiel geschah, als da er meinen Minne so ritterlich gewann. Da sagte Siegfried selber, er sei des Königs Mann. Drum halt ich ihn für eigen, weil selbst er's ja gestand. Da rief Kriemhild: Dann wäre mit mir es schlecht bewandt. Schlimm hätten da geworben für mich die Brüder mein, sollt ich die Ege halte des Eigenholden sein. Drum bitt ich dich, Brünnhilde, Herr, auf mein gütlich Wort, und lass du mein zuliebe die schlimme Rede fort. Ich kann's nicht unterlassen, sprach Gunthers Ehgemahl, ich müsste ja entbehren, der Degen allzumal, die uns mit deinem Manne zu Dienst sind untertan. Gar sehr hob den Worten Kriemhild zu zürnen an. Das wisse, Siegfried leiste, euch Dienst lange noch nicht. Du leistest wohl, Brünnhilde, viel besser drauf Verzicht. Siegfried ist mehr als Gunther, sei mir da ob nicht Gram, und lass das, was ich vorhin aus deinem Mund vernahm. Auch nimm mich's höchlich Wunder, wenn er dein Dienstmann ist, und du ob uns den beiden so hochgewaltig bist, warum er dir so lange den Zins versessen hat, wisse deines Übermutes bin ich nun völlig satt. Du stellst zu hoch dich, Kriemhild, sprach drauf die Königin, ich will doch einmal sehen, ob man auch für dahin dich also ehrt wie mir man, der Fraue Gunthers tut. Es war in heißem Zorne, entbrannt der beiden Mut. Da sprach hinwieder Kriemhild: Du sollst es nun geschehen, wenn so du sprichst, als wäre mein Mann in eurem Lehn, dass heut noch all die Degen der Könige erschauen, wer wohl uns ins Münster zuerst geht mit den Frauen. Du sollst noch heut gewahren, dass ich bin edelfrei und dass mein Mann noch werter selbst als der deiner sei. Ich will von dir das wisse und nichts bescholten sein. Du sollst gar bald erschauen den Eigenholden dein, wie sie zu Hof vor Helden bei den Burgunden geht. Ich werde dir es weisen, dass Kriemhild höher steht als jede Königinne, die hier die Krone trug. Da hob sich bei den Frauen des grimmen Neids genug, und Brünnhild sprach hinwieder: Willst du nicht eigen sein, so musst du nicht auch scheiden mit all den Mägden dein, von meinem Ingesinde, wenn wir zum Münster gehen. So soll es, sprach drauf Kriemhild, und heute noch geschehen.
Nun rüstet euch im Meide, gebot jetzt Siegfrieds Weib. Mir muß heut ohne Schande verbleiben Seel und Leib. Ihr sollt, was sie gelogen, noch bitter werden Leid. Aufsputet euch schmückt euch mit eurem besten Kleid. Gern folgte dem Geheiße, Kriemhildens ihn gesinnt. Mit Gold und Stein und Borten und reichem Kranz gewinnt, mit Zeugen, die gewoben, Aribas Gefild, so schmückten sich die Maide der zornigen Kriemhild. Und herrlich trat die Stolze mit ihren Frauen Schar zum Dom, wo Brünnhild harrte, voll trotzgen Mutes da. Die Leute nahm es Wunder, warum es wohl geschah, dass man die Königinnen heut so geschieden sah. Und das nicht traut zusammen, wie vordem ging das Paar, doch bald ward man die Zwietracht der Fürstinnen gewahr. Als sie zusammen trafen am Münstertore weit, da hieß des Königs Hausfrau in grimmen Hass und Neid, Kriemhild samt dem Gesinde hochmütig stille stehen, nicht soll vor Königs Weibe die Eigenholde gehen. Da sprach die schöne Kriemhild, gar zornig war ihr Mut, O könntest du doch schweigen, das wär dir wahrlich gut. Weißt du denn, wer bewältigt der einsten deinen Leib? Das war der starke Siegfried, der zwang das Königs Weib. Was lügst du da? Rief bebend Brünnhild die Königin. Es kommt mir keine Lüge, sprach Kriemhild in dem Sinn. Dir hat die Kraft bezwungen, Siegfried mein lieber Mann. Nicht Gunther war's mein Bruder, der diesen Ruhm gewann. Wo blieben deine Augen, dir denn diese List, dass Siegfried solche konnte, der dir doch Dienstmann ist? Es hat dich bloß betrogen, dein übermutger Sinn, denn dein Recken und Gebaren wird dir nicht zum Gewinn. Aus Brünnhilds Augen stürzte ein wilder Tränenstrom, doch stolz an ihr vorüber schritt Kriemhild in den Dom. Mit ihrem Ingesinde trop hieß sich grimmer Hass, es wurden lichte Augen bald trüb und Tränen nass. So viel man Gott auch diente mit Beten und Gesang, es deuchte Frau Brünnhilde die Weile gar zu lang. Ihr war versehrt von Trübsal der ganze Lebensmut, das musste schwer entgelten, gar mancher Recke gut. Sie harrte nach den Kirche mit allen ihren Frauen. Sie wollte nochmals Kriemhild, die stolze Feindin, schauen, obwohl durch Siegfrieds Prahlen das grimm gemute Weib sie dieser Dinge zeihe, dann ging's ihm an dem Leib. Jetzt kam die edle Kriemhild mit manchem kühnen Mann, da trat Brünnhild die Stolze nochmals zu ihr heran. Mir ist von eurem Sprüchen, rief sie, viel Leid geschehen. Wie wollt ihr es beweisen, das sollt ihr mir gestehen. Da sprach die schöne Kriemhild, wenn ihr es wissen wollt, ich kann es euch beweisen mit diesem Ring von Gold. Den brachte mir Herr Siegfried, er nahm ihn euch vom Arm. Noch niemals hatte Brünnhild wo einen größeren Harm. Mir ward der Ring genommen, rief sie, von einem Dieb. Dass dieses ich erkunde, das ist mir wahrlich lieb. Ich komme nun dahinter, wer mir ihr einstmals stahl. Ihr seid es, Frau Kriemhilde, Herrn Siegfrieds Gemahl. Da sprach Kriemhild hinwieder, ich mag der Dieb nicht sein, du machst dir selbst, Brünnhilde, die Frauenehre klein. Ich zeug mit diesem Gürtel an meinen Leibe hier. Ich habe nicht gelogen, auch ihn hat er von dir. Von Niniverer Seide sie einen Gürtel trug, mit Gold und edlen Steinen, der war wohl schön genug. Als Brünnhild den erblickte, zu weinen sie begann. Das muß der König wissen, ruf Gunther, meinen Mann, damit er es ersehe, wie Siegfrieds arges Weib, mir hier von allen Leuten verlästert er und Leib. Herr Gunther kam mit Recken, und als er weinen sah, Brünnhild die holde Fraue, voll Güte sprach er da. Sag an mir, liebe Fraue, wer hat dir Leids getan? Da sprach sie zu dem König, Kriemhild ist schuld daran. Von allen meinen Ehren möcht mir die Schwester dein in ihrem Hasse scheiden, dir soll geklagt es sein. Sie sagt mir, hab bezwungen, nicht du, mein Herr und Mann, nein, Siegfried sei's gewesen, der dies uns untertan. Und sie hob meinen Gürtel, den lange ich verlor, und meinen Goldraff höhnisch vor allen hoch empor. Dass sie ich ward geboren, das kümmert mich gar sehr. Schirmst du mich von der Schande, mein königlicher Herr? Da sprach der König Gunther, es trete doch hierfür, der bessen sich berühmte und kündt es hier vor mir. Doch deucht mir wieder rufen, wird der's mir von Niederland. Da ward alsbald ein Bote zu Siegfried hingesandt. Als nun die Ungemuten der kühnen Degen sah,
der nicht zum Streiten wusste, sprach guten Mutes er da: Aus welchem Grund habt ihr, o Herr, nach mir gesandt? Was sollt der Frauen weinen, das gebet mir bekannt. Da sprach der König Gunther: Es ist im Not und Gram. Brünnhild, die eine Märe von Kriemhild vernahm. Du habest Brünnhilds Gürtel und Ring dereinst empfahen. Sag an, Siegfried, so hast solches in Wahrheit du getan? Nein, niemals, sprach sie, Herr Siegfried. Und hat sie das gesagt, so will ich nimmer ruhen, bis reuig sie's beklagt, und will mit euer Eiden erhärten ich's hernach, vor allen deinen Mannen, dass solches nie ich sprach. Da sprach der König Gunther: Wohlan, das soll geschehen, der Eid, den du geboten, mag alsbald hier ergehen, dann wirst du von den Lügen gleich wieder ledig sein. Da traten all die Helden in einem Ring herein. Und Siegfried hob der Edle zum Eid bereit die Hand. Da sprach der König Gunther: Mir ist jetzt wohl bekannt, du bist unschuldig dessen und hast kein Teil daran, was Kriemhild, meine Schwester, dich zieht in irrem Wahn. Doch sprach der edle Siegfried: Wenn es Kriemhilden freut, dass deiner holden Fraue sie schlimme Rede beut, so ist mir dieses wahrlich von ganzem Herzen leid. Da boten sie die Hände sich sonder Hass und Neid. Man soll zu Frauen ziehen, sprach nochmals Siegfried nun, das unnütz Wort und Reden sie immer lassen ruhen. Verbietst du deinem Weibe, ich tu's den meinen auch, solch Übermut gewesen, ist wahrlich schlimmer Brauch. Man ließ den Streit beruhen und pflagt nun Kampfesspiel, es splitterten der Speere und starken Schäfte viel, doch düstren Auge blickte Brünnhild auf den Plan, da trat von Tronje Hagen zur Königin heran. Er fragte, was ihr wäre, weil er sie weinend fand, und als er es erkundet, gelobt er unverwandt, dass dieses büßen solle der stolze Kriemhild Mann, wenn der Burgundenfürstin der Fremdling Schmach ersann. Als sie sich so berieten, da kam auch Gere Not, und Ortwein da beschlossen, die Degen Siegfrieds Tod. Doch Geiselher der Junge, als solches er gehört, der sprach: O weh, ihr Herren, wie seid ihr so betört? Ihr schadet euch ja selber, tut ihr den Recken das. Siegfried, der edle Degen, verdient nicht solchen Hass, dass er da ob das Leben durch euch verlieren sollt. Wie leicht und schnell geschieht es, dass eine Fraue grollt. Sollen wir den Gauchen ziehen, sprach Hagen voller Hohn, da hätten wir Burgunden wohl wenig Preis davon. Er hat sich bei Kriemhilden berühmt, der Herren mein, das büßt er, eher sterb ich, mit mir dem Leben sein. Ich füg genug ihm Leides, hub auch Herr Ortwein an, er hat auf Herrn Siegfried vor langher einen Span. Will es mein Herr erlauben, schaff ich ihm Not und Pein, und wenig soll ihm frommen die große Stärke sein. Er hat mir, sprach Herr Gunther, in Wahrheit nichts getan. Als nun getreute Dienste, drum fechtet ihn nicht an, weshalb sollt ich dem Helden aus Hegen Hass und Neid, der immer mit ihr Treuen geneigt war alle Zeit. Sie hätten trotzdem gerne ein Leid ihm angetan, doch wagten an dem Starken noch keiner sicher ran, nur Hagen einer Rede von jetzt an fleißig pflag. Er sagte zu Herrn Gunther, dem König, jeden Tag: Wenn Siegfried nicht mehr lebte, dann wär dir's untertan, sein Schatz und seine Lande, gedenke wohl daran. Doch Gunther sprach: Lasst fahren, doch deinen Hass und Zorn, zu unser aller Heile ist dieser Held geboren. Auch hat er so hohe Stärke, der wunderkühne Mann, wenn er es inne würde, so wär's um uns getan. Drum macht euch keine Sorge, sprach Hagen voller List, ich füg es in der Stille, gar wohl in kurzer Frist, dass ihm Brünnhildens Weinen soll bitter werden Leid, für immer bin dem Frechen zum Schaden ich bereit. Da frug einstmals Herr Gunther: Wie soll das wohl geschehen? Das könnt ihr binnen kurzem, sprach Hagen drauf ersehen, wir lassen Boten reiten, die niemand sind bekannt, die müssen Krieg verkünden in dem Burgundenland. Dann sagt er vor den Gästen: Ihr wollt mit eurem Bann auf Herfahrt wieder reiten, hört dies der kühne Mann, so wird er euch zu dienen, geloben sicherlich, dann lasst mich nur noch machen, dann Siegfried wahre dich. So riet der grimme Hagen, und Gunther folgt dem Rat, aussannen wieder Siegfried sich schmählichen Verrat, eh jemand es erkannte durch zweier Frauen Zank und schnöde Gier nach Golde der Helden kühnster sank. So,
Wieder eine kleine Zusammenfassung. Nochmal kurz zum Wiederauffrischen. Siegfried und Gunther beziehungsweise Gunther wollte die Minne werben von Brünnhild. Brünnhild hat aber, um die Minne jemanden zu gönnen, sich ein Spiel ausgedacht, beziehungsweise 3 Spiele, die sie bezwingen müssen. Da Brünnhild sehr stark ist, körperlich sehr überlegen ist, hat das aber Siegfried für Gunther getan, indem er sich seine Kappe auch übergezogen hat und daraufhin unsichtbar wurde und auch eben stärker wird. Der Kampf war dann, die Spiele waren zum Beispiel ein Speerweitwurf. Der eine hat mit dem Speer geworfen, der andere musste es mit einem Schild abwehren. Und andersrum, also Brünnhild hat mit einem Speer auf Siegfried geworfen beziehungsweise auf Gunther, und Siegfried hat sich vor ihm gestellt und hat das Schild für ihn gehalten. Der Speer ist auf dem Schild abgeprallt, hat beide richtig zurückgestoßen und beide haben Blut gespuckt, aber sie haben es überlebt. Und Siegfried hat wiederum auch einen Speer geworfen auf Brünnhild, Verzeihung, und hat Brünnhild dabei verfehlt. Ja, beziehungsweise er wollte sie ja nicht treffen, sonst hätte er sie ja kalt gemacht. So, und dann war das zweite dann haben sie so einen großen Stein geworfen, so Steinweitwurf. Siegfried hat den Stein viel weiter geschmissen als Brünnhild. Und gleichzeitig haben sie dann noch danach gesprungen, also zum Stein hingesprungen. Und der weiteste Sprung hat Siegfried geschafft. Daraufhin hat Brünnhild sich mit Gunther eingelassen. Und nun ja, daraufhin ist die Brünnhild mit nach Burgunden gekommen. Und hat aber gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit Siegfried. Sie ging davon aus, weil Siegfried sich natürlich vorgestellt hatte als Untertan für Gunther, ging sie davon aus, er ist ihr auch untertan. Ja, also wenn Siegfried unter Gunther steht, ist nach der Heirat es auch so, dass Siegfried unter Brünnhild steht. Klar, weil sie dann die Königin ist. Sie wollte das erfahren und warum Gunther gerade Kriemhild, seinen Untertan, vermählt hat. Das ist nämlich unüblich. Normalerweise versucht man mit den Familienmitgliedern immer andere Königreiche anzuheiraten. Ja, also man gibt seine Schwester nicht dem Untertan, weil der Untertan ja schon zu einem gehört. Man möchte ja sein Reichtum, also beziehungsweise sein Land möchte man ja durch Heirat vergrößern. Dementsprechend war sie misstrauisch und hat den guten Gunther, salopp gesagt, nicht rangelassen. Und dementsprechend war Gunther dann ein wenig frustriert und Siegfried ist wieder mal in die Bresche gesprungen für ihn und hat sie mehr oder weniger dazu gezwungen, wer hier der Herr im Haus ist. Also, beziehungsweise Siegfried ist wieder mit der Tarnkappe wieder reingekommen bei der einen Nacht und hat Brünnhild eben niedergerungen, könnte man sagen. Und sie zwar nichts gebrochen, nicht ihr was gebrochen, aber sie sozusagen dominiert in einem Gerangel. Und dann haben sie sich quasi abgewechselt. Gunther und Siegfried haben dann wieder die Plätze getauscht. Und dabei hat wahrscheinlich aus Übermut oder weil Siegfried gerade in so einer Testosteron- und Adrenalin geladener Übermütigkeit der Brünnhild, als er sie auf dem Boden hatte, den Armreif genommen und den Gürtel. Beides sehr reiche Gegenstände und hat sie dann liegen gelassen. Ich weiß nicht, der hat sich wahrscheinlich mächtiger gefühlt in dem Moment als Brünnhild. Sie hat sich auch sehr stark gewehrt. Das war wohl ein sehr starker, ein sehr anstrengender Kampf. Und ich würde mal noch so als kleine Demütigung tritt man manchmal auch gerne nach. Dementsprechend hat er sie beraubt. Und diese beiden Gegenstände wurden Kriemhild geschenkt von Siegfried. Siegfried war dann bei Kriemhild und Kriemhild hat sie natürlich gefragt, Moment mal, wo hast du denn die Sachen her? Wo hast du denn diesen Ring, diesen Goldring und wo hast du denn diesen Gürtel her? Und nach mehrfachen Fragen hat Kriemhild dann von Siegfried erfahren, dass er eben
was an dem Tag passiert ist, dass er eben sie bezwungen hat für Gunther. Das wusste sie dadurch. So, jetzt spulen wir wieder vor auf dieses Abenteuer. 12 Jahre später treffen die sich wieder und Brünnhild geht immer noch davon aus, dass Siegfried ein Untertane ist von Gunther. Nun, dementsprechend treffen sie sich wieder und die beiden Frauen sitzen sich mehr oder weniger nebeneinander auf einer Bank und beobachten ihre Männer. Ja, und sind natürlich stolz auf ihre Männer. Ja, sie halten ja zu ihren Königen. Und Kriemhild fängt wieder an mit, ich habe ja so einen schönen Mann, ist der toll, ist der super, ist der schön. Ja, was ja auch im Prinzip ja auch stimmt. Und Brünnhild, ich glaube, Brünnhild ist ein Stück weit neidisch darauf, dass Siegfried so wohlgeziemt ist und so stark und so überlegen ist. Das weiß sie ja auch, sie ist ja nicht dumm. Und sie beruht sich dann aber darauf, dass eben der Gunther einfach von der Stellung her über Siegfried steht. Und Siegfried kann so toll, so reich, so schön oder noch was sein. Er steht unter Gunther. Und Kriemhild argumentiert immer dagegen und erklärt, nein, das ist nicht so. Und das geht dann so hin und her. Und Kriemhild weiß natürlich von dem Betruge, zumindest von den einen Betrug weiß er es. Brünnhild kommt wieder und argumentiert dagegen, naja, Siegfried hat das selber gesagt, dass er untertan ist. Und dann ging das so hin und her. Dann war das so ein vages Hin und Her. Naja, und der Frust, der Hass, die Missgunst in den Herzen der beiden Frauen ist gestiegen, gegenseitig. Und naja, Kriemhild ist dann halt etwas herausgerutscht, was sie wohl sie wollte die Brünnhild demütigen und hat sie damit auch sehr hart getroffen, weil sie es auch gleich beweisen konnte mit dem Goldring und mit dem Gürtel. Und hat gleichzeitig aber mit dem Versuch, sie zu sagen, argumentativ totzustoßen, hat sie aber das Geheimnis preisgegeben. Dieses Geheimnis zwischen Gunther und Siegfried. Brünnhild holt Gunther. Gunther versteht natürlich, worum es geht. Siegfried versteht es auch. Und das ist dann schön hier im Buch gezeigt. Die sagen das nicht miteinander. Aber man weiß natürlich dass die beide wissen genau, um was es geht und versuchen dann das wieder zu schlichten. Sie versuchen den Status quo wiederherzustellen, indem sie sagen, okay, ne, wir sind wieder cool miteinander, alles wieder schick, komm, lassen wir es bei dir beruhen dabei. Sie wissen, dass es stimmt, beide wissen, dass es stimmt, diese Anschuldigung, aber sie lassen es quasi, ne, sie zwinkern sich so zu, ne, einmal Handklatschen und sagen, okay, alles klar, ich verzeih dir. Und damit ist die Sache vom Tisch. Ich schätze mal, wenn das nicht so gewesen wäre, wäre es natürlich nicht so klimpflich ausgegangen. Aber weil sie das wissen und weil beide natürlich wollen, dass es so ausgeht, dass die Wogen wieder geglättet sind. Einmal, weil Gunther genau weiß, dass er keine Chance hat gegen Siegfried. Und auch Siegfried möchte es nicht, weil er natürlich mit der Familie keinen Ärger haben will. Mit Gunther ist jetzt letztlich mal, gehört es ein Familienmitglied dazu. Naja, und das Problem nur ist halt, aufgrund Siegfrieds Überlegenheit zieht er viele Neider auf sich. Das ist mal der Fluch, wenn man es gut drauf hat. Man hat nicht nur Gönner, man hat auch viele Neider. Und dementsprechend haben sich einige Leute, obwohl Siegfried immer wohlwollend ihnen gegenüber war, hat einen gewissen Groll auf sich gezogen durch diese Männer. Allem voran eben Hagen. Einmal schon der erste Groll, der entstanden ist, als Siegfried die überhaupt getroffen hat. Das erste Aufeinandertreffen, wo Siegfried ganz klar Hagen gesagt hat, du bist nur Gunthers Mann, ich bin ein König genauso wie Gunther, also zieh ab. Ja, das war relativ weit, ich glaube in der zweiten Folge war das so. Und hat ihn schon mal runtergestellt, eine Stufe runtergestellt, beziehungsweise hat sich Siegfried zu Recht über ihn gestellt.
Und das konnte er nicht ertragen, weil er ist ja Hagen, ne? Der Hagen. Naja, und dementsprechend ging das ein bisschen hin und her und der Groll ist immer weiter gestiegen und jetzt ist es eben das Gold, was Siegfried hat. Danach trachtet jetzt Hagen und einfach ihn eins auszuwischen, damit er raus aus dem Spiel ist. Und darum, das ist seine Motivation, warum er ihn weghaben möchte. Und die Geschichte mit Brünnhild ist einfach nur ein Vorwand, würde ich mal sagen. Ich denke nicht, dass ich würde sagen, Hagen ist schon sehr loyal, aber ich würde trotzdem sagen, in dem Fall würde ich seine Beweggründe sind sehr eigennützig. Also das ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptbeweggrund. Es hätte auch alles andere passieren können und er hätte sich ebenfalls dazu entschieden, den Siegfried irgendwie auszuschalten. Naja, und dementsprechend hat er dann eben den guten Gunther überredet, weil Gunther nicht besonders, wie sage ich das jetzt, so schätze ich ihn ein, den guten Gunther kann man sehr gut einlullen. Ja, man muss ihn nur genug bearbeiten, schon ändert er die Meinung. Und der Gunther kommt nicht dazu, einfach mal ein Machtwort zu sagen und zu sagen zu Hagen, es ist Schluss jetzt. Das tut er nicht. Sondern er lässt sich immer weiter beschwatzen, bis er eben den Rat folgt. Und auch obwohl Siegfried immer nur Gutes für ihn wollte und ihn eigentlich mehr oder weniger so oft aus der Patsche geholfen hat und ohne ihn hätte er nicht Brünnhild gehabt und so weiter und so fort, möchte er ihn verraten. Gut, das war jetzt erstmal soweit die Zusammenfassung. Dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Abend habt, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer, wann ihr das schaut. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.